Das ist der Canada TE Plus und ich verweise übrigens bei diesem Video auf den Canada TF Plus. Also wenn ihr beide Fahrzeugvideos guckt, die Fahrzeuge sind quasi vollkommen identisch bis aufs Bett. Könnt ihr also hier die lange Version erleben. Also googelt bitte oder gebt bei YouTube ein Canada TF Plus und da haben wir Längsbetten und hier haben wir wahrscheinlich ein Queensbett. Wir haben die gleichen Betten tatsächlich hinten. Der einzige Unterschied ist vorne die Sitzgruppe. Die Sitzgruppe. Jetzt beim TF die Face-to-Face-Sitzgruppe auch Namen geben für die Bezeichnung für das F in dem Modell und hier beim TE haben wir vorne sozusagen. Komm, das zeigen wir mal gerade. Also, dass man da den Unterschied sieht. Das heißt, das Bett ist dasselbe. Wir haben Längsbetten hinten. Das ist jetzt der TF, in dem wir der vorne TF, schon drin waren, Face-to-Face. Genau. Die Face-to-Face-Sitzgruppe hier zeitlich angebracht bei dem Fahrzeug und jetzt, wo wir rüber in TE springen, sehen wir da direkt eine L-Sitzgruppe und ein bisschen eine andere Küche. Sonst ist das Fahrzeug identisch. L ist, glaube ich, die klassische. Übrigens, guckt euch das Video an. Das haben wir ganz genau in ich glaube, 35 Minuten haben wir das Auto hier erklärt. Kurzvideo zum TE Plus, denn der ist bis auf die Sitzgruppe gleich und die Küche, sagst du, ist ein bisschen anders, oder? Genau. So. Die Küche ist leicht angeschrägt, dann nehme ich euch einmal direkt mit rein. So. Alles ist auch gleich, muss ich sagen. Vielleicht gehen wir es im Schnelldurchlauf durch. Full GFK-Seiten oben, unten aus verstärkten Kunststoff. Die große Maschine mit dem Biturbo 145 PS und Drehmoment 375 Newtonmeter. Also der geht? Genau, der geht richtig schön 385 Newtonmeter sogar. Also die 85. große Maschine. Haben wir richtig schönen Power bei dem Fahrzeug mit dabei, ganz genau. Voll GFK-Aufbau. Hier wichtig bei einer Länge von 7,50 Meter und auch als 3,5 Tonner zu haben. Das heißt, dieses Fahrzeug in beiden Varianten 3,5 Tonner oder als kleiner LKW aufgelastet auf 4 Tonnen. Auf 4 Tonnen. Alle sind schon vorbereitet für die Auflastung. All das seht ihr dann. Das ist die Heckgarage übrigens. Auch die ist identisch zum anderen Modell, richtig? Genau, auch die ist identisch groß. Das heißt, wir haben auch hier Platz für Fahrräder und für alles, was an Gepäck mitkommt. Wir haben auch hinten immer die Möglichkeit, nochmal einen Fahrradträger drauf zu machen, wenn das gewünscht ist. Von einem 2er bis zu einem 4er Fahrradträger ist da alles möglich. Rückfahrkamera-Serie. Dann habt ihr hier diese neuen Druckverschlüsse seit einem Jahr, glaube ich, jetzt im Einsatz. Sehr erfolgreich und rahmenbündige Fenster von Polyplastik. Polyvision. So. Aufbautür von Lippert. Auch da ein namhafter Hersteller. Auch die Elektronik vom Hubbett von Lippert. Ganz genau. So, ihr seht, Hubbett-Schlüssel ist dabei. Hubbett-Schlüssel habe ich dabei. Sehr schön. Da ist es dran, denn das Hubbett lässt sich hier auch senken. Ist die Hubbett-Maße identisch wie bei dem anderen? Die sind identisch, ja. Das heißt auch hier das Hubbett von der Tiefe zum Runterfahren auch die stufenlose Belastbarkeit gegeben in allen unseren Modellen. Auch da können wir gerne auf das Video vom TF verweisen. Ist das Hubbett tatsächlich komplett identisch. So, Bad identisch, alles identisch hinten. Die Küche ist jetzt ein bisschen kleiner. Genau, die Küche ist leicht angeschrägt, hat folgenden Grund. Wir wollten hier einfach noch mal ein bisschen einen anderen Grundriss auch erzeugen und auch ausprobieren. Wir haben hier den riesengroßen Vorteil, dass wir hier diese schwenkbaren Verstauraum haben für Töpfe, für Pfannen, was dann doch oft im Küchenbereich sehr gut ankommt. Und dann hier nochmal die Stauräume, auch das gesichert. Zentral verriegelt. Zentral verriegelt, dass man auch hier nochmal Besteck und alles Mögliche mit reinbringt. Auch hier einen 3-Flammenkocher mit dabei, auch hier wieder mit einer ferngesteuerten Zündung sozusagen hier da. Also besonders schön ist hier natürlich, das andere war tiefer. Das heißt also gerade kurze Personen, du bist jetzt 2 Meter, die ist es egal, aber können näher ran. Das heißt, du kannst in diese Mulde reintreten, mach das mal bitte, wenn du da mal kurz reingehst und kommst dann besser an die Schränke oben. Ist natürlich vollkommen lächerlich bei deiner Größe, weil du kämst auch einen Meter weiter weg hin, aber wenn du, ich sage jetzt nur 1,60 Meter bist oder so und du hast hier quasi diese Kante hier, durchgehend hier, dann hast du Schwierigkeiten, oben ranzukommen und das ist hier einfacher. Genau. Das ist hier einfach anders gelöst, um dann einfach mal beide Modelle auch mit dabei zu haben. Ist drüben Face-to-Face mehr verkauft im Moment? Kommt tatsächlich beides sehr gut an. Es geht immer auch ein bisschen darum, wie viele Schlafplätze benötigt werden. Hier beim TE haben wir die Möglichkeit, noch ein 5. Bett rauszubauen. Der Tisch senkt sich einmal ab. Das geht drüben nicht bei einem. Das würde drüben nicht gehen. Genau, der TF ist ein reiner 4-Sitzer und ein 4-Schläfer. Hier haben wir 5 eingetragene Sitze und auch 5 eingetragene Schlafplätze. Das heißt, dieses Element auch hier einmal rausziehen. Der Tisch senkt sich ab und wir haben hier nochmal einen riesengroßen Schlafbereich erzeugt für 5, wenn nicht gar 6 Personen. So, hier unten übrigens, ich glaube, 1,20 Meter, 1,30 Meter. Genau, auch da 1,30 Meter auf 2,20 Meter sogar. Also oben könnte ich jetzt schlafen. Da hast du 1,30 Meter auf 2,20. Genau. Und hier unten dürften ungefähr 1,20 Meter sein auf 2,20. Ich lasse das mal offen. Aber das ist so, dieser Tisch lässt sich unglaublich stark verstellen. Guckt euch das andere Video an, was wir gedreht haben. Jetzt lassen wir mal das Hubbett runter. Ich stelle mich mal auf die Seite, gehe hier rein und
Was machst du? Machst du ein Polster weg? Ich mache gerade das eine Polster hier weg, dann haben wir einfach die... Das war's. Das war's schon, Okay. mehr brauchen wir tatsächlich hier nicht. Schlüssel rein, elektrisch. Und elektrisch können wir direkt das Hubbett runterfahren. Haben wir noch hier, dass die Deko auch schön am Leben bleibt. Passt. Überall die Fläche, das hier ist ein rein optisches Merkmal, dass eben nachher die Vorhänge auch mit in die Mitte gezogen werden. Wir haben hier auf beiden Seiten den Rollschutz mit dabei. Auch gerade wenn Kinder hier oben schlafen, dass da einfach die Sicherheit gegeben ist. Rollschutz. Aber ja, cool. Ein Ausrollschutz. Ja, du hast ja vollkommen recht. Ich habe es mal Rausfallsicherung, habe ich es genannt. Was interessant ist, hier aus der Perspektive siehst du sehr schön, wie man auf dem Fernseher gucken kann. Das heißt, du hast oben links in der Ecke hier von mir aus die Fernsehinstallation mit drin und die kannst du schwenken auch ins Schlafzimmer, gell? Genau, das ist das Schöne hier. Wir können den gesamten TV auch hier in den Fernsehbereich schwenken. Wir können das hier in diesen vorderen Bereich schwenken, sodass man einfach sehr flexibel ist im Alltag, wo man eben noch das ganze Entertainment genießen möchte. Okay, wenn man da überhaupt noch einen Fernseher hinhaben möchte, viele wollen ja in Urlaub fahren ohne Fernsehen, machen das auf dem Tablet oder auf dem, es gibt ja mittlerweile 13 Zoll Tablets, hast du gesehen? Da kannst du im Fernsehen gucken. Das ist so. Ja, das Ganze, ich sag mal vom Grundriss her, das hier ist so der klassische Grundriss, die L-Sitzgruppe, die seit 1934 gebaut wird, ja, die irgendwie da ist. Face-to-Face ist die neue Sitzgruppe, vielleicht noch ein, zwei kleine Sachen. Wir haben ein richtiges Lattenrost. Ich komme mal kurz rüber zu dir. Fahr mal hoch, bitte. Denn interessant ist auch, man hat immer Notausgang frei. Also es fährt nie so weit runter, dass die Leute da gar nicht mehr rauskommen von hinten. Und das ist übrigens dann das Längsbett mit dem Einstieg. Auch das könnt ihr nochmal on Detail sehen in dem anderen Video von dem quasi Schwestermodell, was mit drin ist. Und ja, Qual der Wahl, zeig mal drunter, Lattenrost mit drin. Hier einmal die Möglichkeit, den Lattenrost zu sehen, auch hier mit einem aktiven Federweg. Das ist immer ganz wichtig, dass man jetzt nicht auf einer festen Holzplatte liegt, sondern dass man hier einmal für die Belüftung der Matratze, aber noch viel wichtiger für den Schlafkomfort, einfach, dass man hier diesen Spielraum auch zwischendrin noch hat. Ja, was ziemlich cool ist bei euren Modellen, man zeigt nicht den 47. Fiat Ducato mit dem gleichen Grundriss, den 9 andere gebaut haben, sondern ihr habt einen Master, das ist sensationell. Also erstmal ein ganz anderes Zugfahrzeug und auch Verarbeitung und so weiter. Es ist ein bisschen was anderes. Ihr habt so einen eigenen kleinen Kosmos gebaut, ja, fernab der Normalität, oder? Genau, dafür ist Ahorn gerade sehr bekannt, dass wir einfach in einer sehr wettbewerbsfähigen Preisklasse sehr hohe Qualität anbieten und da auch einfach Design, Innovationen umsetzen. Sei es vorne der TF oder auch generell einfach der Big City, bestes Beispiel, unser kleiner Camper, den wir gerade eben gefilmt haben. Da ist auch einfach bei Ahorn immer weiterhin die Innovation auch ganz wichtig. Und das ist aber einfach die Mischung bei uns, wie wir gerade gesehen haben. Wir haben von der L-Sitzgruppe, wie du gesagt hast, die seit 20, 30 Jahren einfach mit verbaut wird und mit dabei ist, bis hin zu neuen Innovationen wird einfach die breite Masse auch bedient, sodass für jeden was mit dabei ist. Und das ist uns auch ganz wichtig bei Ahorn. Ja, 8 Minuten, die sich gelohnt haben. Habe heute wieder viel gelernt. Das ist übrigens der Renault Master. Die Sitze vorne kann man drehen. In dem anderen Modell ja auch. Ist zu sehen. Es gibt verschiedene Bezüge, wem das zu schwarz ist. Ihr habt nochmal Hussen, die kann man ordern. Genau, da gibt es auch nochmal, in der Regel kommen die Fahrersitze auch mit den Wohnraum-Design-Bezügen direkt mit dabei. Identisch, also sie sehen genauso aus. Genau, ja. Die sind identisch, dass man da einfach komplett... Ach, die sind hier nicht montiert? Die sind hier einfach nicht montiert. Das sind jetzt die Basissitze, die verstecken sich immer unten drunter. Und dann ist Design entsprechend, je nachdem wie der Innenraum designt ist, auch immer die Fahrer- und Beifahrersitze im gleichen Design. Ja, vielen Dank, Kalle. Gucken gerade noch mal aufs Preisschild. Wir sind nämlich in Speyer heute am 26. glaube ich. November, 7,48 Meter. Das längste Modell, was ihr habt. Also gibt, glaube ich, kein längeres mehr, oder? Genau, generell unsere längsten Modelle sind bei uns 7,50 Meter. Da haben wir knappe 10 Fahrzeuge fast, die dieser Länge entsprechen und dann bis runter zu 5,99 Meter breit aufgestellt. Sehr schön. 56.700 €, 68.645. Wie er hier steht, das Ganze in Full GFK mit L-Sitzgruppe. Tschüss!